Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Und damit willkommen zur ersten Aufnahme von Sherlock Holmes. Ganz wilder Einstieg ins Spiel. Ich bin gespannt, was es uns erwartet hier. This mess is getting out of hand. What will the landlady think? Most of us put our thoughts to paper, not to walls, Mr. Holmes. Your mail is on the table, Holmes. Ihre Mail liegt auf dem Tisch. Okay, wir können das auf jeden Fall, wir können es mit AD bewegen. Wir können hier rotieren, gedrückt halten und uns zu inspizieren. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. London, Edwester, 28. September 1882. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Idur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allem voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Idur genannt, das die britische Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitete, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Local gossip, all of it uninteresting. Klatsch und Tratsch aus der Region. Frage ist, was könnte die Zeitung? Wird wahrscheinlich noch interessant. Ich hätte jetzt die Zeitung genommen. Another letter from Werner. They never reply, but they keep coming. Okay. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Ganz wild. Ganz wild. Aber cool. Okay, ich kann mich auf jeden Fall ganz normal so durchs Haus bewegen. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Ey, diese Ratschläge sind so sinnvoll, ne? Ah, okay, mit C, das ist schon mal gut so, dass mit C können wir die Fallmappe öffnen. Der Strand war nicht in der Morgenpost. Okay. Okay, vielleicht werden wir im Müll fündig. Ah, so komme ich in den Kleiderschrank. Okay, wir sollen uns wetterentsprechend anziehen. Ich kann mich so auch verkleiden, das ist auch ganz cool, das ist ja auch gut. Aber habe ich hier auch irgendwo die Möglichkeit, einen Regenschirm mitzunehmen? Ich kann mir zumindest mal einen Regenmantel anziehen. Das ist ja auch kein Regenmantel hier und das auch nicht. Das ist ein Mantel. Ja, das ist gut. Okay, ich finde es gut, dass es uns auch rechts angezeigt wird. Ich habe mich doch angezogen, dementsprechend. Watson, wo ist der Müll? Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty.
Ja, ist schön. Ich will mir die Hände eigentlich nicht schmutzig machen. Ah, das ist der Müll. Ah, geil. Was auch immer das ist, ne? You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. Was? Ich kann so schnell teilweise nicht lesen. Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal das in der Hand. Ich kann damit nichts anfangen. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Halte Lift. Ja, okay, jetzt soll ich das lernen. Okay. Get the strand. Get your copy of the strand here. Wo hat er das gesagt? Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Nee, gefühlt jeder in England will mich töten, glaube ich. Also. Aber wo hat der Junge gerade geschrien? Ich will die Zeitung haben. Du hast geschrien. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Ja, stimmt, hat er schon richtig. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Ja, eigentlich ist es schon interessant. Ja, das Ding ist entweder wie er aussah oder wo er hingegangen ist. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Ja, ist er Which way gegangen. did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Im Bereich Get Gedanken... the strand! Get your copy of the strand here! Was ist denn Gedankenspiel? Das ist Gedankenspiel, glaube ich. Das sieht zumindest nach Gedankenspiel aus. Das ist dann... Ja genau, das ist... Ah, okay. Das ist so Fall 1. Buch von Mr. Barnes. Kaktusstachel, womöglich mit Gift. Okay. Q und E kann ich Gegenstände... Wir sind bei Gegenständen, dann haben wir noch Beobachtungen. Und ich habe Dokumenten und Aussagen. Okay. Ich kann die verbinden, das ist auch gut, okay. Das ist richtig cool. Ja genau, Aussage des Zeitungs... Hier kann ich alles lesen, okay, das ist sehr gut. So, was können wir hier machen nochmal? Genau, da waren wir ja gerade. Ah. Nee, das macht keinen Sinn, okay. Das macht anscheinend Sinn. Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der heisige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch von Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall. Ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Okay, Mr. Barnes. Der hiesige Buchhändler hat die Zeitung ruiniert. Aber warum? Why he do this? No, das haben wir jetzt rausgefunden. Ich weiß, dass ich mich hier permanent verkleiden kann. Wasn't that Mr. Holmes' murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Get the strand! Get your copy of the strand here! Das weiß ich, dass ich das kann. Der Strand war nicht in der Morgen. Was ist denn? Müll geworfen? Vielleicht wurde die Mülltonne noch nicht geleert. Aber das haben wir doch schon gemacht, dass wir die Mülltonne angeguckt haben. Jetzt müsste ich wissen, wo mein Haus ist. Das ist das Haus. Genau, das dürfen wir nicht nochmal machen.
Dem Jungen haben wir gesprochen. Holmes, Watson, was machen Sie? Kann ich nochmal mit dir reden? I'll stand watch, just in case the strange man comes back. Okay, er hält für uns Wache, das ist schon mal gut. Get your copy of the Strand here. Was können wir als nächstes tun? Help me, please. I'm really sorry, but I can't help you. Try asking someone else. May I ask for your assistance? I wish I could help you, but I don't know. Du weißt nicht mehr, was ich von dir will. Hat hier keiner irgendeine Ahnung. Ah. Eine Japan-Flagge, das kann nur gut sein. Can you satisfy my curiosity? No, I don't know anything about that. Hier weiß keiner irgendwas. Hier weiß keiner irgendwas. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Warum wundern mich diese Aussagen schon gar nicht mehr? Es ist ja wundervoll hier, wie alle so hilfsbereit sind. Wo ist Watson eigentlich? Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. Ja, du bist mir auch gerade keine Hilfe. Ja, ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl angebracht. Das gebe ich dir sogar recht. Jetzt müssten wir nur wissen, wo der Buchhändler ist. Is this familiar to you? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Okay, aber das geht mir auf den Keks, wenn es so fett angeheftet ist. Wir müssen im Buchladen. Jetzt müssten wir nur wissen, wo der ist. Genau, Mr. Ah! Einmal macht das Sinn. Dann statten wir dem netten Herrn doch mal einen Besuch ab, ne? A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. Stimmt, ich kann mir immer eine neue kaufen. Richtig. Einfach mal beobachten. Was hast du so an dir? Okay. Ich kann da nicht hin, ich komme da nicht hin. Okay, er trägt hohe Absätze. Er hat Schmerzen im Knie. Dreckige Finger, Tinte, Druckerschwärze. Eins fehlt noch in den Augen. Arbeitet viel. Gut, das haben wir schon mehr oder weniger geklärt. Er hat Stress, okay, er humpelt. Gut, das haben wir auch geklärt. Ja, Mr. das... Barnes? A word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Mit Z kannst du interaktive Elemente in der Zielumgebung hervorheben. Ah. Dann gucken wir mal. Ach du Heilige, sind ja nur ein paar. Gehen wir dem doch mal auf die Sprünge. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Ah, okay, kaputte Holzleiter. Wie oft kann ich Z nutzen, ist die Frage. Immer mal wieder.
Das ist I could auch hardly gut. imagine anything more macabre. Das scheint eher interessant zu sein. Ist das die Zeitung? Nein. Mhm. Das ist auch überhaupt nicht komisch, dass hier ein Katalog für exotische Pflanzen liegt. Mhm. Und nicht eine müllenden Stachel finde. Nein, nein, das ist vollkommen normal. Das ist immer so. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Ob das sein Hobby ist oder ob er mich umbringen will. Who knows? Fenster und Türen. Was finden wir hier? Sicher muss hier irgendwas ist hier noch. Das sind interessante Schriftstücke, aber ich glaube, die haben nichts mit mir zu tun. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. Was hat die schöne Aussicht damit jetzt zu tun? Das verstehe ich noch nicht so ganz. The finest view London has to offer. Ja, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das hatten wir schon. Zu dem äußeren Buch darf ich nicht gehen. Okay. Dann muss es hier irgendwo noch was geben. Die Bücher, klar. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ich habe mit ein bisschen was Spektakulärerem gerechnet, sage ich ehrlich. So, die Türe war auf jeden Fall noch ein Punkt. Ja, wenn ich rausgehen wollen würde. Wollte ich aber nicht. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Okay. Damit habe ich jetzt eigentlich alle... Nein. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Bist du das, ist die Frage. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Nee, Bruder, ich komme nicht später wieder. Absolut nicht. Okay, kann ich dadurch nicht wieder ein neues... Das hatten wir ja gelöst. Und das ist an sich die neue. Warum verhält Mr. Barnes so sonderbar? Gut. Buch von Mr. Barnes. Nee. Okay. Die machen nichts Sinn zusammen. Nur die verwelkten Blumen im Schaufenster machen Sinn. Ich glaube immer noch, dass der vergiftete Kaktusstachel damit was zu tun hat. Wir haben noch keine Dokumente. Uns fehlen noch Dokumente. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a bookstack? No, come on, Watson, think. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ich habe hier aber nichts anderes gefunden. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das Bild war ein Problem, das wissen wir. Dann haben wir hier die Bücher. Wir können raus und wir konnten den Dude hier befragen. Beziehungsweise unser Mann. Hier haben wir nichts. Ich kann mich hier frei bewegen, wie ich will. Ja, aber warum muss ich rausgehen dafür? I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Dann versuchen wir es doch mal. Gehen wir mal kurz nach draußen. Vielleicht finden wir ja was. Der Blumenladen gegenüber. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Das war jetzt nicht die Lösung. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Das sieht doch nach was aus. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Ja, ich will sie erstmal beobachten.
Ausschau halten oder nachdenklich. Ihr Ehemann ist tot. Ungewöhnliche Arbeitskleidung wild. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Ich will ihr eigentlich nicht die Beweise präsentieren. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I'll be off. Aber wir wissen, dass die Blumen zu ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit von Gegenüber gekauft wurden. Schade, ich habe die Hoffnung, dass wir noch Zeitungen hier finden. Aber es pisst ja auch die ganze Zeit. Das ist so typisches Londoner Wetter. Wirklich, es pisst einfach nur die ganze Zeit. Also ich glaube, die Blumenverkäuferin war gar keine schlechte Idee. Aber wir können ja nochmal. Wir können auch nicht ins Gedankendings gehen, weil... Gehen wir nochmal in seinen Shop. Vielleicht redet er jetzt heute mit uns. Wir probieren Z gleich mal draußen aus. Damit kann ich ja meine Umgebung abscannen. Das versuchen wir gleich mal draußen. Du bist einfach weg. Okay, er ist einfach Düsteren. Der hat gar keinen Bock mehr auf uns. Ja, dann kommt nur die Blumenverkäuferin. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Okay, ich soll ihr Beweise. Kaktus. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Das ist schon mal gut zu wissen. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Das bringt mir nichts. Ja, aber Barnes kann ich so noch fragen. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Das war gut. Das war gar nicht mal so doof. Das ist nämlich jetzt genau Aussagen. Ja, Mrs. Barnes bei Fleming. Das war fast klar. Aber warum? Mr. Barnes hat einen Strauß verwelkter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Miss Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie so dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen, um ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf stupide Weise seiner Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Miss Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwärmende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf dem Strand in der Mülltonne vor der Baker Street 221b fallen.
Okay, so haben wir zumindest schon mal Nummer 2 gelöst. Das sind Infos, die wir einfach schon kennen. Das haben wir gelesen. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ja, ist gar nicht so dumm. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Salpeterexplosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskaw hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp an Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bis jetzt nicht zum Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugen zu berichten zufolge gelang Salpeter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig prüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ich hoffe echt, dass ich gute News über die beiden höre, wenn ich das nächste Mal hier aufkreuze.